Also ich will jetzt erklären, wie man Zündkerzen wechselt am Motor. Hier ist so ein Austin-Motor aus den 50er Jahren, 4-Zylinder. Der ist jetzt gerade ausgebaut, aber natürlich muss man den nicht ausgebaut haben, um die Zündkerzen zu wechseln. Jetzt sieht man, hier sind die Kabel, das sind die Zündkabel, die gehen zu den Zündkerzen hin. Die muss man natürlich dann entfernen von den Zündkerzen. Aber bevor man die jetzt abreißt, sollte man sich erstmal angucken, da wo sie reingehen in den Zündverteiler, die Kabel, sind dann Zahlen drauf. Dann sieht man, hier ist eine 4. Das heißt, das ist Zylinder Nummer 4. Dann ist das 3, 2, 1. Und die fangen immer an zu zählen an der Keilriemenseite. Da ist 1 und dann geht das nach hinten. Wenn da keine Zahlen drauf sind, dann muss man hier Klebeband um die Kabel rummachen und da Zahlen raufschreiben, damit man sie nachher wieder an der richtigen Stelle raufmacht. Hier sind Zahlen drauf, also kann ich jetzt die Kerzenstecker abziehen und dann kann man die mal rausdrehen. Dann nimmt man eine Nuss für Zündkerzen. Es gibt verschiedene Größen. Das ist die richtige Nuss für diese Kerzen. Das sind die normalen, die die meisten Oldtimer haben, 14 mm Kerzen. Kann man mit einer Knarre oder mit einer Kurbel, ich mache es lieber mit der Kurbel, weil das schneller geht, setze ich das Ding auf, hau hier einmal rauf und drehe die raus. Das Gewinde kann man dabei nicht kaputt machen beim Rausdrehen. Hier das letzte mache ich mal so. Sondern das kann man nur beschädigen beim Reindrehen. Hier hat man die Kerze. Dann guckt man sich die mal an. So, dann kann man sehen, die ist ja eigentlich ganz sauber und so ist ja eigentlich nicht neu. Ist auch hell. Ja. Die anderen Zündkerzen drehe ich jetzt nicht raus. Reindrehen tut man die jetzt nicht gleich mit dem Werkzeug, sondern mit der Hand. Weil wenn man sie schief ansetzt, dann kann man das Gewinde beschädigen. Dreht man sie vorsichtig, setzt man an und dreht mit 2 Fingern rein. Dreht man noch ein bisschen weiter. Nicht zu fest anziehen. Für die es ganz genau nehmen, die 14 mm Zündkerzen werden mit 25 Newton angezogen. Also für die einen Drehmomentschlüssel haben, die können es auch mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Fertig. Nachdem man den Stecker raufgetan hat. Also so richtig schwer ist das nicht, eine Zündkerze zu wechseln. Man sollte darauf achten, dass die Kerzenstecker nicht so eine Blechhaube haben, sondern dass sie komplett aus nicht leitendem Material sind. Weil oft fließt der Strom dann über den Kerzenstecker und nicht über die Zündkerze. Was dann scheiße ist, dann laufen die Dinger nicht richtig. Und der TÜV hat das früher verlangt. Ja, wann muss man die Zündkerzen wechseln? Da kann man sich entweder an die Herstellerangaben halten oder man hält sich nicht dran und wartet, bis die Karre nicht mehr richtig läuft, bis sie rumstuckelt und nicht mehr und ruckelt. Dann kann man sich die Kerzen angucken und wenn die komisch aussehen, wenn die zum Beispiel schwarz sind, anstatt hell oder vielleicht sogar Stücke fehlen. Also wenn da Material fehlt an der Elektrode vorne, dann sollte man die auf jeden Fall wechseln. Aber dann sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob das noch an irgendwas anderem liegt, an der Zündeinstellung oder an der Spritversorgung. Wichtig bei der Zündkerze ist dieser Elektrodenabstand, dass der stimmt. Da gibt es Herstellerangaben zu jedem Motor. Und entweder, wenn man die Zündkerze kauft, hat er schon den richtigen Elektrodenabstand. Der ist normalerweise auf der Verpackung, steht da drauf. Wenn das der richtige Abstand ist, dann kann man die einbauen, so wie sie ist. Wenn nicht, muss man die noch hinbiegen. Das kann man mit so einer Fühlerlehre, die kostet so 12 € oder so. Da sind verschiedene dicke Blättchen, die kann man dazwischen schieben. Und wenn man sie gerade dazwischen kriegt, dann kann man ablesen, wie dick ist das Blättchen und dann weiß man den Elektrodenabstand. Wenn das jetzt größer sein muss, biegt man das mit dem Schraubendreher ein bisschen auseinander. Und wenn nicht, klopft man das ein bisschen mit dem Hämmerchen kleiner, bis es stimmt. Und dann kann man die reindrehen. Welche Zündkerzen nimmt man? Da gibt es ja Herstellerangaben. Wenn da jetzt eine Zahl drauf steht, auf diesem steht zum Beispiel B6 und NGK. Das ist jetzt der Hersteller NGK. Wenn man jetzt aber eine Bosch-Zündkerze einbaut, dann hat die einen völlig anderen Namen. Und man weiß nicht, ist das die richtige oder nicht. Da gibt es im Internet Vergleichslisten und daran kann man erkennen, welche Bosch-Zündkerze zum Beispiel oder Beru-Zündkerze entspricht dieser NGK-Zündkerze. Und dann kann man die einbauen, nachdem man geguckt hat, ob das die gleiche ist. Die Hersteller, die nennen ja immer nur einen Hersteller, den man nehmen soll. Aber man kann natürlich auch irgendeinen anderen nehmen. Bloß das muss dann die entsprechende Kerze sein mit einer anderen Bezeichnung. Diese Zahlen, die da draufstehen, die beschreiben den Wärmewert der Kerze. Und das geht darum, also die Kerze in dem Motor, die muss die richtige Temperatur erreichen. Die darf weder zu heiß noch zu kalt sein. Wenn sie zu kalt ist, dann lagern sich da Kohlerückstände ab und die funktioniert nicht mehr richtig, weil der Funke schlecht überspringt durch die Kohle durch. Wenn sie zu heiß ist, dann fängt das Ding an zu glühen und das Material verschwindet langsam. Und darum muss es genau die richtige Zündkerze sein. So eine Zündkerze hier neu, die kostet so 10 € oder sowas. Zündkerzen wechseln ist wirklich nicht schwer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.